Ich brate mir heute ein paar richtig schöne Koteletts und ich freue mich, dass du auch dabei bist. Und zwar gibt es bei mir die Koteletts einmal paniert und einmal Natur. Hier habe ich schon mal die Koteletts, die habe ich mir extra vom Metzger schneiden lassen, denn die sind ein bisschen dicker als die man normalerweise so bekommt. Und so schmecken sie mir ehrlich gesagt auch besser, denn dann sind sie danach auch noch schön saftig. Koteletts zu braten ist gar nicht so einfach, denn am Knochen braucht das Fleisch deutlich länger als auf der Außenseite und dadurch kann es eben schnell passieren, dass es trocken wird oder innen noch roh ist. Und ich möchte heute verraten, was du machen kannst, damit dein Kotelett perfekt wird. Zuallererst mal, die meisten Koteletts haben hier außen noch die Sehne dran. Da ist es wichtig, entweder abschneiden oder, wenn du sagst, die stört dich nicht, dann mit dem Messer anritzen. Denn so verhinderst du, dass das Steak beim Braten sich zusammenzieht und sich so einrollt und dadurch eben nicht richtig gebraten wird. Aber am besten ist es, du schneidest die Sehne ab, denn bei kurzgebratenem wird die Sehne eher fest und unangenehm zu kauen, wohingegen bei geschmorten Gerichten, da stört sie nicht. Aber hier schneide ich sie mir jetzt ab, weil die stört mich. Nachdem ich jetzt alle Sehnen befreit habe, schalte ich mir schon mal die Pfanne ein. So, und zwar auf volle Kraft, denn die braucht jetzt gleich ein bisschen Leistung, dass ich die Steaks eben schön anbraten kann. Den Backofen mache ich mir auch an, und zwar auf 100 Grad, denn da wandern die Koteletts gleich rein. Und bis die Pfanne für meine naturgebratenen Steaks warm ist, richte ich mir schon mal meine Panierstraße her. Und zwar brauche ich dafür einmal Mehl, Ei, und Semmelbrösel. Das Ei verrühre ich mir direkt. Ja. Dann würze ich mir die Koteletts auch gleich. Und zwar habe ich da meine Gewürzmischung. Du kannst aber genauso gut auch Salz und Pfeffer nehmen. Das geht genauso. So. Schön von beiden Seiten würzen. In der Zwischenzeit ist meine Pfanne auch schon heiß. Da kommt jetzt ein bisschen Öl rein. Wirklich nur ganz wenig. Das dann erstmal gleichmäßig verteilen. Dann gehe ich mit der Temperatur von Stufe 9 auf Stufe 8 runter. So, denn die Pfanne ist jetzt heiß und die hält die Hitze auch. Da kommen jetzt meine ersten 2 Koteletts rein. Und die lasse ich da drin jetzt erstmal richtig schön anbraten, also nicht hin und her schieben oder so, sondern einfach braten lassen. In der Zwischenzeit kann ich mir schon mal meine Koteletts panieren. Ja. Dann würde mich übrigens noch interessieren, wie magst du denn dein Kotelett lieber? Paniert oder Natur? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. So, ich paniere hier weiter. Es ist übrigens deutlich schwieriger, Koteletts paniert zu braten als Natur. Denn, wie gesagt, die brauchen eben deutlich länger. Wenn du jetzt allerdings schöne dünne hast, dann geht es ein bisschen einfacher. Bei den dicken ist es wiederum ein bisschen schwieriger. Die Koteletts sind jetzt angebraten. Jetzt drehe ich sie einmal. Meine Koteletts sind jetzt von beiden Seiten so richtig schön angebraten, also richtig schön Farbe. Da gehe ich jetzt mit der Temperatur runter und jetzt kannst du entscheiden, ob du sie eben im Backofen fertig garen möchtest oder in der Pfanne. Wenn du die Koteletts in der Pfanne fertig garen möchtest, dann schau zu, dass du die Knochen möglichst in die Mitte bekommst und dann die Pfanne so weit vom Herd schieben, dass eben die Knochen noch auf dem Herd sind, das Fleisch aber nicht mehr ganz so. Das bleibt zwar noch heiß, aber die meiste Hitze kriegen dann eben die Knochen ab und die brauchen sie eben auch, weil es da eben am längsten dauert. Aber mit der Hitze ein bisschen runtergehen und dann geht das ganz wunderbar.
Und dann auch zwischendurch mal wenden. So, dass sie dann eben von beiden Seiten gegart werden. In meinem Fall mache ich es jetzt im Backofen fertig und da ist es ein bisschen anders. Da gebe ich jetzt etwas Rosmarin dazu und Butter. Das kannst du übrigens auch machen, wenn du die Steaks nur in der Pfanne braten möchtest, dann eben kurz bevor sie fertig sind, ein bisschen Rosmarin und Butter, oder du kannst auch Thymian mit reinmachen oder Knoblauch. Also alle Aromaten, die dir eben schmecken, die kannst du da mit reinmachen und das Kotelett so eben verfeinern. So, sobald die Butter geschmolzen ist, nehme ich die Koteletts raus. Ja. Butter, Rosmarin und sonstiges einfach mit drüber. Und so wandert das Ganze, in meinem Fall jetzt für 30 Minuten. Wenn du ein bisschen dünnere Steaks hast, dann reichen auch schon 20 Minuten bei 100 Grad Umluft in den Backofen und da drin gare ich sie eben langsam fertig. In meinem Fall kommen die jetzt gleich zusammen mit den Koteletts, mit den panierten Koteletts in den Backofen und deswegen warte ich noch ein bisschen mit den naturgebratenen, dass die eben am Ende alle gleichzeitig fertig sind. Meine Pfanne ist wieder sauber. Die stelle ich jetzt wieder auf den Herd, dass die jetzt eben wieder warm wird, damit ich gleich meine panierten Koteletts drin braten kann. Ich habe jetzt schon Öl in die Pfanne gemacht und zwar brauchst du da so viel, dass deine Koteletts nachher genau zur Hälfte bedeckt sind. Denn dann kannst du sie optimal drin rausbraten und dann sind sie eben auch nachher von beiden Seiten schön angenehm gebräunt und du hast dann weder eine ungebratene Panierung oder dass sie eben dann hier einen Streifen haben, wo sie zu stark gebraten sind, weil sie eben nach dem Wenden nochmal gebraten wurden. Deswegen versuch ungefähr die Höhe zu haben, die die Hälfte von deinen Koteletts entspricht. Mein Öl ist heiß. Da kommen jetzt eben vorsichtig die Koteletts rein. Dann gehe ich mit der Temperatur auf halbe Kraft, dass die eben schön langsam da drin braten können. Die panierten Koteletts nur in der Pfanne zu braten, ist sehr, sehr schwierig, denn du brauchst eben eine gewisse Hitze, dass die Panierung nachher auch schön knusprig ist, aber du brauchst auch entsprechend Hitze, dass sie nachher gar sind, also innen komplett durch. Deswegen würde ich dir bei panierten Koteletts empfehlen, die unbedingt im Backofen fertig zu garen. Da geht es am einfachsten und am sichersten. Sobald die Koteletts dann angebraten sind, einmal wenden. So. Und jetzt noch von der anderen Seite anbraten. Also ich finde ja, die sehen jetzt schon zum Anbeißen aus, aber sie sind halt noch nicht ganz gar, aber das kriegen wir auch noch hin. Meine panierten Koteletts sind jetzt schön von beiden Seiten angebraten. Die wandern jetzt zusammen mit den unpanierten in den Backofen und zwar kommen die unpanierten unten und die panierten, die kommen oben auf dem Gitter, denn dann können sie schön gleichmäßig weitergaren und der Vorteil ist, Moment, ich lege sie mal gerade rein. So. Und der Vorteil dabei ist, wenn die auf dem Gitter liegen und nicht in irgendeiner Form, werden die von beiden Seiten richtig schön kross und eben nicht nur von einer. Deswegen am besten auf dem Gitter legen und irgendwas drunter stellen. In meinem Fall jetzt eben die anderen Koteletts. Und so können die optimal garen und wir gucken sie uns nachher mal an, wenn sie fertig sind. Ich kümmere mich jetzt in der Zwischenzeit um meine Beilagen. Falls du wissen möchtest, wie ich die zubereite, das sind einmal Bratkartoffeln und einmal Möhren. Ich packe dir unten Links rein, da kannst du dir dann die entsprechenden Videos zu angucken. Das muss man jetzt nicht extra nochmal machen. Also wie gesagt, wenn dich das auch interessiert, du findest unten die Links. Viel Spaß beim Anschauen. Mein Kotelett war jetzt für 30 Minuten bei 100 Grad Umluft im Backofen. Jetzt möchte ich mal zeigen, wie es aussieht. Und zwar hole ich jetzt das Panierte raus, denn das andere ist dann auf jeden Fall fertig, wenn das Panierte gar ist. Und da ist das prächtige Stück. Falls du dir jetzt nicht sicher bist, ob es wirklich schon gar ist, dann holst du dir am besten so einen Kerntemperaturfühler. Wenn das am Knochen 68 Grad hat, ist es optimal. So, und jetzt schneide ich es natürlich noch an.
Und jetzt kann man auch sehr gut erkennen, dass es innen eben noch richtig schön saftig ist, aber bis zum Knochen hin gar, und genau so soll es sein, denn dann ist das Kotelett auch ein wirklicher Genuss. Ich bereite jetzt noch meine übrigen Beilagen vor und dann gibt es Mittagessen. So, ich danke dir herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Kochen.